Ich bin Andreas. Dieses Video nenne Ich habe Christus vom Kreuz genommen. Vor etwa 4 Jahren habe ich von einem der Kreuze, die in diesem Haus hingen, die mich erwartet haben, die Christusfigur, Jesusfigur entfernt, habe das Kreuz blau gestrichen und es an meine Haustür gehängt. Seitdem hängt es dort. Weshalb ich gerade jetzt dazu komme, zu sagen, ich habe Christus vom Kreuz genommen, versuche ich mal so kurz es geht zu erklären. Ich hatte vor 3 Wochen am 30. einen schweren Autounfall. Und zwar fuhr ich mit meinem Auto, das war ein Automatikwagen, eine Landstraße zu einem Ort in Rheinland-Pfalz, einen kleinen Ort im Kreis Birkenfeld. Und plötzlich habe ich das Gefühl, dass die Straße bergab geht, weil das Auto langsam schneller wird. Und dann schaue ich so aus der Windschutzscheibe nach vorne, um zu gucken, ob die Straße tatsächlich bergab geht. Geht sie aber nicht, sie ist waagerecht und das Auto wird trotzdem schneller, es beschleunigt, eine Automatik. Dann wundere ich mich, dann nehme ich den Fuß etwas zurück vom Gaspedal. Es ist aber keine Reaktion da. Das Auto wird kontinuierlich schneller. Dann nehme ich den Fuß ganz vom Gaspedal runter. Das Auto wird immer noch schneller. Wow. Da ab dem Zeitpunkt habe ich das Gefühl, ich wechsle in eine andere Welt quasi. Eine Art Albtraum, der mich einfängt. Ich versuche zu bremsen, aber keine Reaktion. Das Auto wird schneller und schneller. Die Straße wird inzwischen kurvenreich und ich kann nur noch mit beiden Händen versuchen, das Lenkrad zu halten und das Auto in der Spur zu halten. Dann meine ich, dass ich auf eine Art Kreisverkehr zufahre, bei dem ich die Abfahrt nach links eigentlich nehmen müsste, also so herumfahren müsste. Das Auto ist aber viel zu schnell. Ich kann gar nicht diesen Bogen machen um den Kreisverkehr. Es bleibt mir nur die Möglichkeit, irgendwie zu sehen, dass ich geradeaus auf der Spur bleibe und so schneide ich diese innere Insel, diesen inneren Kreis in dem Kreisverkehr. Und dann fahre ich weiter geradeaus. Dann macht die Straße wieder mehrere Kurven und vor mir entsteht plötzlich eine ganz scharfe Linkskurve, fast rechtwinklig nach links. Die kann ich aber nicht fahren, weil das Auto inzwischen so schnell ist, dass es sich überschlagen hätte, wenn ich so scharf eingeschlagen habe. Es bleibt mir nur übrig, nichts anderes übrig, als das mit aller Kraft festzuhalten, das Lenkrad irgendwie festzuhalten und zu versuchen, das Auto noch so gut es geht, wer weiß wohin zu lenken. Dann verlasse ich diese Straße, fahre durchs Gelände und vor mir sehe ich, entsteht plötzlich eine ganz breite Straße, eine Bundesstraße mit Querverkehr. Und in dem Moment dachte ich, das war's, Andreas. Das ist das Ende deiner Lebensgeschichte.
Zeit, das Ende deiner Lebensgeschichte. Ich kann ja nichts machen. Ich kann nicht einschlagen, nicht links oder rechts, ohne dass sich das Auto überschlägt. Ich kann nicht bremsen. Ich kann das Tempo nicht regulieren. Ich kann nur auf gut Glück quer über die Straße fahren. Das mache ich. Fahre rüber und lande wie auch immer inmitten von einem Wäldchen mit noch sehr jungen Bäumen, die vielleicht, deren Stämme vielleicht solch einen Durchmesser haben. Dort lande ich, die Airbags öffnen sich nicht, nur so ein kleines Stück, aber ich bin nicht ohnmächtig. Dann habe ich ein paar Sekunden, vielleicht eine Sekunde, 2 Sekunden überlegt, was machst du? Und dann sehe ich, dass an der Fahrertür Qualm rauskommt. Da versuche ich die Tür aufzumachen. Ich kann sie aber nicht öffnen, weil an der Tür entlang Bäume liegen, die die Tür geschlossen halten. Also denke ich, du musst hier raus, es fängt gleich an zu brennen. Und dann rutsche ich rüber auf die Beifahrerseite und Gott sei Dank, ich kann die Tür öffnen. Dann robbe ich da raus in einem Bogen um das Auto durch dieses Wäldchen wieder bis zu dieser breiten Hauptstraße. Da stelle ich mich hin und winke. An einem Arm fließt Blut runter. Ich habe auch Blut am Hemd. Es hält aber niemand an. Und ich meine, ich habe vielleicht 10 Minuten oder eine Viertelstunde dort gestanden. Es sind vielleicht 40, 50 Autos vorbeigefahren. Es hat aber kein Auto angehalten. Da hatte ich keine Kraft mehr. Da bin ich zu Boden gesunken, lag auf dem Boden und konnte noch eine Hand etwas hochstrecken. Dann ist irgendein Autofahrer umgekehrt zu mir, hat Notarzt und Rettungswagen gerufen. Die Polizei, die kam, war fassungslos, als sie das Auto gesehen hat, wie es in dem Wald steht. Und sie haben gesagt, das haben sie noch niemals gesehen in ihrer Geschichte, so etwas. Ich wurde in die Stadt Birkenfeld gebracht, ins Krankenhaus, wurde dort geröntgt und dort wurde festgestellt, dass Lendenwirbel gebrochen sind. Und dann bin ich einen Tag später nach Trier gebracht worden, weil die Operation zu kompliziert ist für das Krankenhaus in Birkenfeld. Das Krankenhaus in Trier nennt sich Haus der Barmherzigen Brüder. Dort bin ich später operiert worden. So, noch einmal jetzt zurück zu dieser Situation. Wenn du dir plötzlich bewusst wirst, dass du keine Herrschaft mehr über dein Auto hast, beginnt eine Art Albtraum. Du bist entsetzt, fassungslos, erstaunt, geschockt, gelähmt, irgendwie auch voller Panik, auch bestimmt auch Angst und man kann es nicht beschreiben. Und die Wahrnehmung verändert sich. Deshalb könnte ich nicht vor einem Richter beschwören, dass ich tatsächlich durch einen Kreisverkehr gefahren bin. Die Gegend war mir völlig fremd. Es kann sein, dass ich nicht durch einen Kreisverkehr gefahren bin, dass es mir nur so etwas so erschien wie ein Kreisverkehr, weil wenn man in dieser Situation ist, ist die Wahrnehmung nicht objektiv. Man kann es gar nicht beschreiben. Mir kam es vor, als wäre ich vielleicht eine ganze Minute so gefahren, mit diesem Versuch, das Auto noch in der Straße zu halten. In Wirklichkeit waren es vielleicht nur 10 Sekunden oder 15 oder 20. Das kann ich alles nicht beurteilen. Tatsache ist, ich hatte keinerlei Alkohol getrunken, ich war nüchtern, ich habe keine Medikamente genommen. Es war morgens etwa um 10 Uhr vormittags und ich hatte etwas Schönes vor, sodass man auch nicht mutmaßen kann,
dass ich versucht habe, mich umzubringen. Ich hatte vor, Geld auf mein eigenes Konto einzuzahlen. Das geschieht auch vielleicht nur einmal im Leben. Das ist ja etwas sehr Schönes. Das heißt, man hat Geld, das kann man auf sein Konto einzahlen, damit irgendwelche Rechnungen bezahlt werden können. Und der Unfall ist halt geschehen. Ich war gut 2 Wochen im Krankenhaus insgesamt, bin zwischendurch mal einmal entlassen worden zu meiner Freundin, zu Gisela und zu ihrem Haus im Kreis Birkenfeld-Brücken. War dort 3 Tage, aber von Stunde zu Stunde ging es mir schlechter. Ich bekam immer mehr Schmerzen im Körper und am ersten Tag konnte ich noch einmal aufgestützt auf Gisela, mit Gisela zusammen zu einer Toilette in der unteren Etage in einem Stall gehen und auf Gisela gestützt wieder zurück. Und ich hatte mein Bett unten auf dem Fußboden, im Erdgeschoss auf dem Fußboden eine Matratze. Das war mein Bett. Dann wurden meine Schmerzen immer größer, sodass ich nicht mehr aufstehen konnte. Ich habe später noch einmal versucht, mich auf Gisela aufzustützen, noch einmal zur Toilette zu gehen. Ich musste aber nach einem einzigen Schritt mich ins Bett oder auf die Matratze fallen lassen, weil ich extrem hohe Schmerzen hatte. In den nächsten 2 Tagen hatte ich absolute Verstopfung. Und es blieb mir nichts anderes übrig, als dort nackt liegend auf der Matratze, dort meinen Toilettengang zu verrichten, zu versuchen. Es ging aber nicht. Totale Verstopfung. Und der Schmerz, der entsteht, auch durch im Darm entsteht und durch die Kraftanstrengung, strömte durch meinen gesamten Körper. Ich habe gefühlt, wie der Schmerz durch meine Oberschenkel geht, in die Unterschenkel, in die Füße, in die Hoden, in den Bauchraum. Es war der größte Schmerz meines Lebens, den ich erlebt habe. An dem Sonntag war der Schmerz so extrem hoch, dass ich noch einmal Notarzt und den Rettungswagen anrufen musste. Sie kamen sehr, sehr liebe Leute, sehr liebe Ärzte, sehr freundlich, die sich mit Du vorgestellt haben, mit ihren Vornamen und die mir erstmal Schmerzmittel an Infusion gegeben haben. Und gesagt haben, wir bringen dich hier nicht so raus, sondern du kriegst erstmal Schmerzmittel. Und sie haben mich später nochmal nach Birkenfeld in das Krankenhaus gefahren, wo ich geröntgt wurde, eine Ultraschalluntersuchung hatte, wo Blutdruck gemessen wurde. Dann bekam ich einen Einlauf, den ich ein paar Minuten festhalten sollte. Das ging aber nicht. Schon nach 2 oder 3 Sekunden bin ich beinahe explodiert und es stand ein Toilettenstuhl neben dem Bett. Da konnte ich gerade noch rauf und ja, ich kann nur sagen, es sind mehrere Kilo Kot habe ich dort hinterlassen. Dann habe ich gemerkt, es geht besser, es wird mir besser. Und nach vielleicht einer halben Stunde habe ich mich dort in das Bett gelegt und mit einem eigentlich schönen Gefühl und mit dem Gefühl, ich bin durch dieses Tal hindurch. Ich war so weit, dass ich die Ärzte gebeten hatte, dass sie mich einschläfern, weil der Schmerz unerträglich war. Das Schlimmste, was ich erlebt habe. Ein paar Stunden später habe ich noch einmal einen zweiten Einlauf bekommen und danach hatte ich noch einmal so einen Toilettengang. Da bin ich 2 Tage dort geblieben und wurde dann wieder entlassen. Jetzt bin ich im Moment wieder hier in Önsbach in meinem Haus mit dem Kreuz an der Tür. Und da bin ich wieder bei dem, womit dieses Video begonnen hat, dass ich Christus vom Kreuz genommen habe
und das Kreuz hängt da. Und dass ich dieses jetzt so sage, sage ich, weil ich durch dieses Erlebnis die größten Schmerzen meines Lebens durchlebt habe. Und zusammengenommen mit allen anderen Schmerzen, die ich bereits in diesem Leben durchlebt habe. Das sind physische Schmerzen, das sind seelische Schmerzen, das sind psychische Schmerzen. Das ist totale Ohnmacht, in der null Wissen geblieben ist, in der ich noch nicht einmal die Namen meiner Kinder wusste, in der ich noch nicht einmal mehr wusste, wo die Tür in dem Raum ist, in dem Zimmer ist, in dem ich mich befinde, wo es 1,5 Jahre gedauert hat, damit ich überhaupt wieder Erinnerungen habe und die ich heute habe, aber vieles fehlt. Einfach, das ist weg, das heißt nicht mehr da, wenn mir jemand sagt, das und das haben wir gemacht oder das und das hast du gemacht, da warst du, da ist es oft so, kann ich sagen, ich weiß nichts, ich habe keine Erinnerung, es ist ausgelöscht. So, und dieses alles, diese Wahrnehmung, zusammengenommen mit allen überirdischen Begebenheiten, Begegnungen und Visionen, die ich gesehen habe, sage ich, ich habe das Recht zu sagen, ich habe Christus vom Kreuz genommen. Und auch gerade durch diese Art meiner Selbsterniedrigung. Nackt auf dem Fußboden liegend bei dem Versuch, einen Stuhlgang zu verrichten. Ja, so sieht es aus. Und das bedeutet, Christus vom Kreuz zu nehmen. Man kann ihn nicht vom Kreuz nehmen, indem man sich auf einen Thron setzt, sich Beifall klatschen lässt und sich heiligen lässt und ich weiß nicht zu was erhöhen. Denn es heißt auch in der Bibel, der sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Aber wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und es heißt auch, wer mir folgen will, der nehme sein Kreuz auf sich jeden Tag. Das sind ja alles Botschaften, Hinweise und, sagen wir mal, im Großen und Ganzen Richtlinien. So, ich habe also dieses jetzt gesagt, ich habe Christus vom Kreuz genommen, das ist so, und ich habe das Recht, dieses zu sagen. Ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich bin jetzt 2 Tage hier in meinem Haus, kann mit einem Rollator gehen und ich kann auch ohne Rollator hier im Haus die Treppe hochgehen, dass ich zur Toilette gehen kann. Da ist alles normal wieder. Und ich habe das Gefühl, ja, jetzt geht es bergauf. Jetzt bin ich bei dem, worüber ich auch berichtet habe, das Lichtbild in der kleinen Kapelle, Phönix aus der Asche. Das bedeutet, du kommst aus dem tiefsten Tiefen und steigst aber auf, weil Phönix steigt auf und geht nicht weiter runter. Okay, das wollte ich euch sagen. Das ist eigentlich eine schöne Message. Also, ja, ich bin gut drauf. Ich wünsche euch alles Schöne. Ich wünsche uns allen alles Schöne. Ich glaube an die Liebe. Ich glaube daran, dass die Liebe die größte Kraft aller Kräfte ist. Shalom, macht's gut. Ciao.